Es ist 6:30. Es ist dunkel. Es ist kalt. Warum tun wir uns das an, Lukas? Warum ist die Realität so grausam? Guten Morgen, Anna. Weil wir arbeiten müssen, weil wir Rechnungen bezahlen müssen und weil wir den Learn German Podcast aufnehmen. Willkommen, liebe Zuhörer. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Und ich bin heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das merke ich. Deine Haare sehen aus wie ein Vogelnest. Aber heute entfliehen wir der Realität. Heute kreieren wir deinen absoluten Traumtag. Unser Thema: Mein perfekter Tag. Um über Träume zu sprechen, brauchen wir in B1 den Konjunktiv 2. Nicht das, was ist, sondern das, was wäre. Oh, ich liebe diese Grammatik. Sie ist wie Magie. Wir benutzen wäre und hätte. Anna, beschreibe deine Realität und dann deinen Traum. Realität? Ich habe Stress und ich bin müde. Traum? Wenn ich einen perfekten Tag hätte, hätte ich keinen Stress und wäre voller Energie. Perfekt. Noch ein Beispiel. Das Wetter. Realität? Es regnet. Traum? Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das Wetter sonnig und warm. Also, der perfekte Tag beginnt. Wann wachst du auf? An einem perfekten Tag wache ich nicht auf, weil ein Wecker klingelt. Ich wache auf, weil die Sonne sanft mein Gesicht berührt. Vielleicht um 9:30 Uhr oder 10 Uhr. Und was ist, wenn die Sonne um 5 Uhr morgens scheint? Im Sommer? Lukas, mach meinen Traum nicht kaputt. In meiner Fantasie scheint die Sonne genau um 9:30 Uhr in mein Schlafzimmer. Und ich höre Vögel singen, keine Autos, nur Vögel. Liebe Zuhörer, übt mit uns. Was hättet ihr gerne am Morgen? Sagt, ich hätte gerne, I would like to have. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ich hätte gerne einen starken Kaffee. Wir sind wach. Wir gehen in die Küche. Wer bereitet das Frühstück vor? Nicht ich. An meinem perfekten Tag habe ich einen Privatkoch, a private chef. Er heißt Monsieur Pierre. Und was serviert Monsieur Pierre? Er serviert das Frühstück, das ich am meisten liebe. Frisch gepressten Orangensaft, heiße, knusprige Brötchen und Pfannkuchen mit Ahornsirup. Pancakes with maple syrup. Anna, das war ein wunderschöner Relativsatz. Das Frühstück, das ich liebe. In B1 müssen wir Informationen verbinden. Dafür nutzen wir Relativsätze. Lass uns das üben. Ich sage 2 Sätze, du machst einen daraus. Das ist der Kaffee. Der Kaffee weckt mich auf. Das ist der Kaffee, der mich aufweckt. Das ist die Marmelade. Ich esse die Marmelade gern. Das ist die Marmelade, die ich gern esse. Das ist der Koch. Ich danke dem Koch. Das ist der Koch, dem ich danke. Hervorragend. Grammatik am frühen Morgen. Mein perfekter Tag. Das Frühstück war köstlich. Jetzt haben wir unendlich viel Freizeit. Was machen wir? Ich packe meinen Rucksack. Wir fahren in die Berge. Wir klettern auf einen 2000-Meter-Gipfel. Wir schwitzen. Wir kämpfen. Kämpfen? Lukas, das ist ein perfekter Tag, kein Bootcamp. Ich bin müde, deshalb bleibe ich hier. Kaum schon. Die Aussicht von oben ist unglaublich. Der Weg ist steil, trotzdem macht es Spaß. Wichtige B1-Konnektoren, liebe Zuhörer. Deshalb versus trotzdem. Deshalb ist logisch. Beispiel: Ich hasse Berge, deshalb gehe ich nicht wandern. Logisch.
Trotzdem ist eine Überraschung oder ein Gegensatz. Beispiel: Der Berg ist hoch und anstrengend. Trotzdem klettere ich hoch. Jetzt ihr. Setzt deshalb oder trotzdem ein. Ich habe keinen Urlaub, Strich, arbeite ich. Deshalb arbeite ich. Es regnet stark. Strich, gehe ich spazieren. Trotzdem gehe ich spazieren. Ich lasse dich in den Bergen, Lukas. Ich teleportiere mich an den Strand. Weißer Sand, ein gutes Buch. Keine E-Mails. Und ist es nicht langweilig da unten? Langeweile ist der Luxus der modernen Welt. Boredom is the luxury of the modern world. Ich höre dem Meer zu. Das ist Meditation. Huch, der Wind hat mein Buch weggeweht. Und mein Sonnenhut ist ins Wasser gefallen. Ha, dein perfekter Tag ist ruiniert. Nein, Lukas. Ein perfekter Tag bedeutet nicht, dass keine Fehler passieren. Es bedeutet, dass man sich von Fehlern nicht stressen lässt. Ich lache einfach darüber. Das ist eine sehr reife Einstellung. Perfektion ist eine Illusion. Wenn wir von der Vergangenheit erzählen und etwas ist noch früher passiert, benutzen wir das Plusquamperfekt. Das had done auf Englisch. Hatte, war plus Partizip 2. Anna war glücklich. Sie hatte ein Buch gelesen, bevor der Wind kam. Ich war eingeschlafen, bevor der Hut ins Wasser fiel. Liebe Zuhörer, bildet das Plusquamperfekt. Ich hatte mein Handy ausgeschaltet. Ich hatte mein Handy ausgeschaltet. So, ich bin vom Berg zurück. Du bist vom Strand zurück. Wir treffen uns zum Abendessen. Ja, alle unsere Freunde sind da. Wir sitzen an einem langen Holztisch unter freiem Himmel. Über uns sind Lichterketten. Ich schenke uns etwas ein. Einen wunderbaren, kalten Traubensaft für dich und eine frische Zitronenlimonade für mich. Prost! Das ist erfrischend. Wir essen Tapas, wir lachen laut, wir erzählen Geschichten. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von dem Mann, der die Zeit anhalten konnte. Das ist die beste Superkraft für einen perfekten Tag. Dieser Mann, nennen wir ihn Herr Zeitler, fand eine goldene Taschenuhr. Wenn er auf den Knopf drückte, blieb die Welt stehen. Er nutzte die Uhr jeden Tag. Wenn er morgens müde war, klick, schlief er weiter. Wenn ein schöner Moment passierte, klick, ließ er ihn stundenlang dauern. Er muss der glücklichste Mensch der Welt gewesen sein. Am Anfang ja, aber bald bemerkte er ein Problem. Weil er die schönen Momente einfrierte, verloren sie ihren Zauber. Ein Sonnenuntergang ist schön, weil er endet. Ein gutes Gespräch ist wertvoll, weil die Zeit vergeht. Er fühlte sich leer? Genau, er saß in einer perfekten, aber stillstehenden Welt. Also nahm er die Uhr, ging an einen tiefen See und warf sie hinein. Von diesem Tag an war sein Leben nicht mehr perfekt. Er hatte wieder Stress, er war wieder müde. Aber die schönen Momente, die fühlten sich wieder echt an. Wow. Das bedeutet, der perfekte Tag existiert nur, weil wir auch schlechte Tage haben. Wenn jeder Tag perfekt wäre, wäre es langweilig. Exakt. Der Regen am Montagmorgen, wie heute, macht den sonnigen Samstag erst besonders. Weißt du was, Lukas? Der Regen draußen stört mich nicht mehr. Die mentale Reise hat geholfen. Ich fühle mich erholt. Das ist die Macht der Gedanken. The power of thoughts. Fassen wir die wichtigsten Vokabeln und Strukturen von heute zusammen. 1. Ausschlafen. To sleep in. 2. Die Realität entfliehen. To escape reality. 3. Konjunktiv 2. Ich wäre, I would be. Ich hätte, I would have.
Ich würde, I would. 4. Relativsätze. Das Frühstück, das ich liebe. 5. Konnektoren. Deshalb und trotzdem. 6. Die Lichterkette. Fairy Lights. Liebe Zuhörer, jetzt seid ihr an der Reihe. Das ist eure Hausaufgabe für das B1-Level. Schreibt einen kurzen Text über euren absoluten Traumtag. Benutzt den Konjunktiv 2. Schreibt Sätze wie wenn ich Zeit hätte, würde ich oder mein perfekter Ort wäre. Vergesst nicht, die Konnektoren deshalb und trotzdem einzubauen. Teilt eure Texte mit uns. Wir lesen sie alle. Macht euch einen schönen Tag, auch wenn er nicht ganz perfekt ist. Trinkt einen guten Traubensaft und genießt den Moment. Genau. Bleibt gesund, lernt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen!